Willkommen zu einem neuen Video vom Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant. Es beantwortet eine Frage, die Sie mir gestellt haben, in Bezug auf ein Video, das ich über Rauch aus dem Kanal gemacht habe. Wenn der Ölmessstab voller Öl ist, verursacht durch Überdruck im Kurbelgehäuse, bemerkt jemand, dass er dieses Problem seit mehr als einem Jahr hat und fragt, welche Schäden kann es am Motor verursachen? In diesem Fall wurde dieses Überdruckproblem durch Probleme mit verursacht. Die Kolbenringe. Der dritte Kolben, Verschleiß, weist übermäßigen Verschleiß auf. Und welche Probleme kann das verursachen? Nun, wenn es um den Verschleiß der Kolbenringe geht, hat der Motor erstens weniger Leistung, weil er über diesen Zylinder an Kompression verliert. Es wird auch Öl verbrauchen, da der Druck ansteigt und die Kolbenringe abgenutzt sind. Das Öl, das es schmiert, gelangt in die Brennkammer und verbrennt. Dies führt dazu, dass dieses überschüssige Öl verbrennt. Weil es dies wirkt sich letztlich sowohl auf den Partikelfilter und den Katalysator als auch auf die Sonnen aus und verstopft diese schließlich. Dies sind kostspielige Probleme. Da der Motor außerdem eine geringere Kompression hat, verliert das Fahrzeug an Leistung und verbraucht mehr Kraftstoff. Darüber hinaus führt dieser Überdruck letztendlich zu einer Beschädigung der Dichtungen, da der Druck irgendwo austritt und normalerweise die Dichtungen beschädigt, insbesondere die im Kurbelgehäuse, aber auch die des Ventildeckels, und natürlich die Dichtungen sind ebenfalls beschädigt, insbesondere die Kurbelwellendichtung. Und Sie wissen, dass Sie zum Austausch dieser Dichtung das Getriebe zerlegen, die Kupplung zerlegen, das Schwungrad ausbauen müssen und so weiter und so weiter. Und wenn der Motor einen Turbo hat, dann macht es dieser Überdruck im Kurbelgehäuse schwierig, den Turbo zu schmieren. Das Öl tritt unter Druck ein, um den Turbo zu schmieren, und muss durch das Kurbelgehäuse wieder herauskommen. Wenn jedoch ein Überdruck vorliegt, drückt der Überdruck das Öl wieder in die entgegengesetzte Richtung. Dann wird es länger als nötig damit verbringen, den Turbo zu schmieren. Und aufgrund der hohen Temperatur des Turbos kommt es schließlich zur Verkokung. Und dann wird auch der Turbo beschädigt. Sie können sehen, welchen Schaden dies kurz- und mittelfristig verursachen kann. Es ist vorzuziehen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Wenn es Ihnen nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.